Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute zeigen wir euch 30 wichtige Sätze fürs Telefonieren. Ideal für alle, die Angst vor Anrufen haben. Vergesst nicht, zu abonnieren, ein Like zu geben und die Glocke zu aktivieren. Fangen wir mit dem ersten Satz an. Guten Tag, hier spricht Ihr Name. Das ist eine einfache Begrüßung am Telefon. Richtig, damit stellst du dich höflich vor, wenn du jemanden anrufst. Es zeigt, wer am Apparat ist. Also noch einmal. Guten Tag, hier spricht Ihr Name. Der nächste Satz lautet: Kann ich bitte mit Name sprechen? Das ist hilfreich, wenn du eine bestimmte Person erreichen möchtest. Genau. Du nutzt es, um sicherzustellen, dass du mit der richtigen Person verbunden wirst. Nochmal. Kann ich bitte mit Name sprechen? Der dritte Satz ist: Ich rufe wegen Thema an. So sagst du gleich, warum du anrufst. Ja, das hilft der anderen Person, sich auf das Gespräch vorzubereiten. Wiederhole, ich rufe wegen Thema an. Weiter geht's mit: Wann wäre ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch? Das ist gut, wenn du einen Termin machen möchtest. Perfekt. So findest du einen guten Moment für beide. Nochmal, wann wäre ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch? Der fünfte Satz: Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Das zeigt, dass du die Nachricht bekommen hast. Das ist wichtig, um zu zeigen, dass du informiert bist. Sag, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Jetzt zum nächsten. Können Sie das bitte wiederholen? Wenn du etwas nicht verstanden hast, ist das der richtige Satz. Genau, es ist höflich und zeigt, dass du aufmerksam bist. Wiederhole, können Sie das bitte wiederholen? Und zuletzt: Ich habe Sie leider nicht verstanden. Das sagst du, wenn die Verbindung schlecht ist oder du etwas nicht gehört hast. Das hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Sag, ich habe Sie leider nicht verstanden. Jetzt kommen wir zu, können Sie bitte langsamer sprechen? Das hilft, wenn jemand schnell redet. Genau, so kannst du höflich fragen, ob die Person langsamer spricht, um besser zu verstehen. Noch einmal: Können Sie bitte langsamer sprechen? Der nächste Satz ist, ich rufe später noch einmal an. Das sagst du, wenn jetzt kein guter Moment ist. Richtig, das zeigt, dass du bereit bist, es später noch einmal zu versuchen. Wiederhole: Ich rufe später noch einmal an. Weiter geht's mit. Könnten Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse geben? Das ist nützlich, wenn du Infos per E-Mail möchtest. Ja, das hilft, um schriftliche Infos zu bekommen. Noch einmal: Könnten Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse geben? Der Satz Ich verbinde Sie mit Name wird genutzt, wenn du jemanden zu einer anderen Person weiterleiten willst. Das ist oft im Büro nützlich, um eine Verbindung herzustellen. Wiederhole: Ich verbinde Sie mit Name. Der nächste wichtige Satz ist Bleiben Sie bitte am Apparat. Das sagst du, wenn jemand kurz warten soll. Ja, es ist höflich und sagt der Person, dass sie dranbleiben soll. Noch einmal: Bleiben Sie bitte am Apparat. Der Satz Ich melde mich bald wieder zeigt, dass du später Kontakt aufnehmen wirst. Genau, das zeigt, dass du das Gespräch fortsetzen möchtest. Wiederhole: Ich melde mich bald wieder. Schließlich können wir einen Termin vereinbaren? Das hilft, ein Treffen oder Gespräch zu planen. Richtig, so kannst du einen festen Zeitpunkt für beide finden. Noch einmal: Können wir einen Termin vereinbaren? Lass uns mit dem Satz beginnen. Ich bin gerade nicht erreichbar. Das sagst du, wenn du nicht ans Telefon gehen kannst. Genau, das ist nützlich, um zu sagen, dass du später zurückrufst.
Noch einmal, ich bin gerade nicht erreichbar. Der nächste Satz ist, ich gebe die Information weiter. Das sagst du, wenn du etwas an jemand anderen weitergeben sollst. Richtig, es zeigt, dass du die Verantwortung übernimmst, die Info weiterzugeben. Wiederhole, ich gebe die Information weiter. Vielen Dank für Ihren Anruf. Das ist eine höfliche Art, ein Gespräch zu beenden und Danke zu sagen. Ja, es zeigt, dass du den Anruf schätzt. Noch einmal, vielen Dank für Ihren Anruf. Weiter geht's mit. Entschuldigung, ich habe die Nummer nicht verstanden. Das hilft, wenn du die Nummer nochmal hören möchtest. Genau, so kannst du höflich um Wiederholung bitten. Sag, Entschuldigung, ich habe die Nummer nicht verstanden. Der Satz „Ich bin gerade in einer Besprechung“ erklärt, warum du jetzt nicht reden kannst. Richtig, das zeigt, dass du beschäftigt bist und später antwortest. Noch einmal, ich bin gerade in einer Besprechung. Ich werde Ihnen eine Nachricht hinterlassen. Das sagt man, wenn man eine Nachricht dalassen will. Ja, das hilft, wichtige Infos zu übermitteln. Wiederhole, ich hinterlasse Ihnen eine Nachricht. Der nächste Satz ist, können Sie mir bitte die Adresse sagen? Das fragst du, wenn du die Adresse brauchst. Gut, um sicherzugehen, dass du die richtige Info hast. Noch einmal, können Sie mir bitte die Adresse sagen? Schließlich, ich habe eine Frage zu Ihrer E-Mail. Das hilft, ein Thema aus der E-Mail zu klären. Genau, so zeigst du, dass du mehr Details willst. Wiederhole, ich habe eine Frage zu Ihrer E-Mail. Jetzt kommen wir zu, ich werde es prüfen und zurückrufen. Das sagst du, wenn du erst etwas klären musst, bevor du antwortest. Ja, das ist nützlich, wenn du nicht sofort antworten kannst. Noch einmal, ich werde es prüfen und zurückrufen. Der nächste Satz ist, können Sie mir bitte die Telefonnummer geben? Das fragst du, wenn du die Nummer brauchst, um jemanden zu erreichen. Genau, so stellst du sicher, dass du die richtige Nummer hast. Wiederhole, können Sie mir bitte die Telefonnummer geben? Weiter mit Ich habe Ihren Anruf verpasst. Das sagst du, wenn du einen Anruf nicht rechtzeitig entgegengenommen hast. Es ist eine höfliche Art zu zeigen, dass du den Anruf bemerkt hast. Noch einmal, ich habe Ihren Anruf verpasst. Ich rufe Sie morgen zurück. Das sagst du, wenn du planst, am nächsten Tag anzurufen. Das zeigt, dass du den Kontakt halten willst. Wiederhole, ich rufe Sie morgen zurück. Der Satz „Können Sie mir bitte mehr Infos geben?“ ist nützlich, wenn du mehr Details brauchst. Ja, so zeigst du, dass du Klarheit willst. Noch einmal, können Sie mir bitte mehr Infos geben? Ich habe eine dringende Sache. Das sagst du, wenn etwas schnell geklärt werden muss. Es ist wichtig, sofort darüber zu sprechen. Wiederhole, ich habe eine dringende Angelegenheit. Der nächste Satz ist, ich bin in einer schlechten Verbindung. Das sagst du, wenn die Verbindung schlecht ist. Das erklärt, warum das Gespräch unterbrochen werden kann. Noch einmal, ich bin in einer schlechten Verbindung. Schließlich, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Das sagst du, um der anderen Person für ihre Geduld zu danken. Es ist höflich, um Verständnis zu zeigen. Wiederhole, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, die Tipps helfen euch beim Telefonieren. Denkt daran, Übung macht den Meister. Genau, nicht vergessen, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ein Like freut uns auch sehr.
Und klickt auf die Glocke, um sofort benachrichtigt zu werden. Wir freuen uns, euch bald wieder dabei zu haben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt entspannt und mutig am Telefon. Tschüss.